Eine Menge mit Menschen wie Ihnen mache ich wirklich gerne Geschäfte. Ganz meinerseits. Mit diesem Schloss erfülle ich mir meinen Lebenstraum. Ich weiß sowieso nicht, was Sie vom Geschäftsführer wollen. Wenn Ihnen hier irgendwas nicht passt, dann können Sie ja woanders hingehen. Ihr könnt beide bei mir mitfahren. Übernimmst du dich da nicht ein bisschen? Mit 2 so scharfen Bräuten? Das merkt kein Schwein. Was machst du da? Ich hab dich gefragt, was du hier machst. Du spinnst ja wohl. Schaut man ja mit Mineralwasser zu punchen. Was denkst du dir denn dabei? Das hat doch gar kein Mensch gemerkt. Aber ich habe es gemerkt. Was soll ich denn machen, wenn kein Shampoos mehr da ist? Wieso ist keiner mehr da? Ich habe dich gefragt, was bestellt werden muss. Ja, schon. Aber woher soll ich denn wissen, dass hier... Dass Ihre Gäste unverschämterweise etwas trinken möchten? Verzeihung, aber das hier geht Sie nichts an. Ich finde schon, dass es mich etwas angeht, wenn ich das, was ich bestellt habe, nicht bekomme. Oder sind O- und Apfelsaft mittlerweile wieder vorrätig? Nein. Dann sollten Sie vielleicht lieber die Kneipe dicht machen und stattdessen ein Schmuckgeschäft eröffnen. Ein Schmuckgeschäft? Ja, so nennt man einen Laden, in dem man zwar nichts zu trinken, dafür aber jede Menge Halsketten bekommt. Also gut. Sie wollten sich beschweren und das haben Sie jetzt getan. Bitte mischen Sie sich jetzt nicht mehr ein. Das ist auch eigentlich gar nicht meine Art. Aber gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Metzger, Jörg Metzger. Aha. Und? Sie kennen doch sicherlich Frau Fiona Beckmann, oder? Natürlich kenne ich Fiona. Dann wissen Sie sicherlich auch, dass sie einen Pächter für diesen Saftladen hier sucht. Oh nein. Entschuldigen Sie bitte, das konnte ich nicht ahnen. Es tut mir leid. Mir auch. Warum unterhalten wir uns nicht noch mal in Ruhe über alles? Bei einem Drink auf unsere Kosten. Wenn Sie irgendetwas da haben, gerne. Wenn ich gewusst hätte, dass du früher nach Hause kommst, dann wären wir... Meinst du, dann hätten sich deine Gäste extra in Schale geworfen? Nein, dann wären wir bereits weg gewesen. Rücksichtsvoll. Sie müssen Erzeuger dieses Mädels sein. Ich bin Ihr Vater, wenn Sie das meinen. Ach, Papa, das ist Heiner. Er braucht ein bisschen Nachhilfe in Analysis. Analysis. Eigentlich machen mir Kurven ja Spaß. Aber nur beim Motorradfahren. Mit denen habe ich so meine Probleme. Nicht nur er. Aber jetzt haben Sie soweit kapiert und wollen noch eine Runde Motorrad fahren. Stimmt's, Jungs? Na, Logo. Jungs, Abflug. Ela. Das nächste Mal, wenn Sie meine Wohnung zum Seminar umfunktionieren, sagen Sie mir bitte vorher Bescheid. Einverstanden? Ja, mache ich. Auf Wiedersehen, Ihr Herren. Tschüss. Bis gleich. Bis gleich. Soll ich dir noch was zu trinken bringen? Du willst noch weg? Mhm. Ja, geh nur. Tschüss. Ist irgendwas? Du hast doch was. Raus mit der Sprache. Was ist los? Ach, nichts. Meine Buchhalterin ist krank geworden. Jetzt bleibt der Job natürlich an mir hängen. Kann es deine Sekretärin nicht übernehmen? Ich der erklärt habe, wann welche Rechnung wo zu zahlen ist unser Skonto längst futsch. Na, du machst das schon. Ich muss jetzt los. Die warten draußen auf mich. Ciao, Paps. Und wo bleibt mein Drink? Es ist wirklich sehr nett, dass Sie sich noch ein bisschen Zeit nehmen. Machen Sie sich keine großen Hoffnungen. Ach ja, bitte. Ich sehe absolut ein, dass sich einiges in der Kneipe ändern muss. Einiges ist ja wohl untertrieben. Oder soll ich Ihnen die Minuspunkte des Abends noch mal aufzählen? Sicher, das sind bestimmt einige, aber
Mit Ihrer Erfahrung bringen Sie diesen Laden locker auf Vordermann. Stellen Sie sich das mal nicht so einfach vor. Selbst wenn ich alle Mängel sofort beseitigen würde, gegen den schlechten Ruf Ihrer Kneipe, da kann auch ich nichts gegen machen. Nur weil einmal was schiefgegangen ist, heißt das noch lange nicht, dass unsere Kneipe einen schlechten Ruf hat. Das sehen einige Gäste aber ganz anders. Ich habe mich nämlich umgehört. Und außerdem, ich meine, schauen Sie sich die Einrichtung von dem Laden doch mal wirklich an. Der sieht doch aus wie eine Bahnhofsgaststätte Mitte der 50er Jahre. Wäre Ihnen vielleicht so ein durchgestylter Neonschuppen lieber? Das hat mit meinem persönlichen Geschmack überhaupt nichts zu tun, sondern damit, was die Gäste wollen. Nämlich guten Service und ein bisschen Ambiente. Gastronomie soll ein Erlebnis und kein Trauerspiel sein. Sie sollten mal kommen, wenn unsere Kneipe richtig voll ist. Wir haben Partys gefeiert. Dagegen... Sparen Sie sich die Mühe. Das heißt, Das Risiko ist mir einfach zu groß. also Sie sind nicht an der Kneipe interessiert. Und das werde ich auch Frau Beckmann sagen. Aber einen kleinen Tipp habe ich für Sie noch. Je früher Sie ihn da loswerden, umso eher haben Sie vielleicht die Chance, den Laden noch mal auf Vordermann zu bringen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kann ich jetzt endlich Schluss machen? Ja! Du hast für heute nämlich schon genug Scheiße gebaut! Ich weiß gar nicht, was du willst. Hättest du dich nicht eingemischt, hätte kein Mensch was gemerkt. Jetzt ist es wohl auch noch meine Schuld, dass dieser Typ als Pächter abgesprungen ist. Meine ist es jedenfalls nicht. Was war denn mit den Ketten? Der Typ muss das irgendwie in den falschen Hals bekommen haben. Ich habe ihm nur so ganz nebenbei von dem Handel erzählt. Dann hast du ihm nichts angeboten? Nachdem du es mir verboten hast? Das würde ich mich niemals wagen. Was ist? Kann ich jetzt gehen? Hau ab. Danke, Boss. Hallo. Hi. Und, wie war dein Geschäftsessen? Ein voller Erfolg. Darum ist es auch ein bisschen später geworden. Das musste natürlich gebührend gefeiert werden. Ach, das macht nichts. Sag das nicht. Das gehört sich nämlich gar nicht, so ein Frauchen warten zu lassen. Also, wenn du deswegen schlechtes Gewissen haben solltest. Du weißt ja, zu einem kleinen Geschenk sagt eine Frau niemals nein. Ah, tut sie das? Und dann, was hast du so gedacht? Was hältst du von Diamonds are a girl's best friend? Wenn dieser de Meer keinen Rückzieher macht, kaufe ich dir so viele von diesen Steinchen, wie du noch willst. Dann halt schon mal dein Scheckbuch bereit. Ich sagte falls. Wieso gibt's Probleme? De Meers Anzahlung ist immer noch nicht eingegangen. Ach, der wird schon zahlen. Das ist doch ein seriöser Geschäftsmann. Und wenn nicht? Was, wenn er gar nicht so liquide ist, wie er vorgibt? Also wenn du mich fragst, zögert er die Überweisung einfach hinaus, um ein paar Zinsen rauszuschlagen. Das machst du doch auch, oder? Na, siehst du. Oder gibt's irgendeinen Grund, ihm nicht zu vertrauen? Eigentlich nicht. Aber ich möchte dieses Kapitel Friedenau endlich hinter mich bringen. Ja, ich weiß. Aber solange wir noch hier sind, sollten wir was anderes tun, als uns unnötige Gedanken zu machen. Ich wette, du weißt doch schon was. Die Wette hast du gewonnen. Na, wie war's gestern Abend? Gut. Ela und ich waren mit den Jungs noch ein paar Biere trinken. Willst du damit sagen, dass du mit den Jungs Motorrad fährst, wenn sie getrunken haben? Papa, bitte, keine Panik. Heiner hat garantiert nur alkoholfreies Bier getrunken. Musst du sagen, die Sache gefällt mir überhaupt nicht. Es ist und bleibt gefährlich. Ich weiß. Und deshalb bin ich dir auch sehr dankbar, dass du mir das Geld für den Führerschein geliehen hast. Was hätte ich machen sollen? Du hast es nicht leicht, stimmt's? Auf den Namen nehmen kann ich mich selber. Ich will dich doch nicht auf den Arm nehmen. Ich habe sogar eine kleine Überraschung für dich. Als Dankeschön sozusagen. Morgen. Morgen. Morgen, aber morgen. Na, ausgeschlafen.
Ich könnte Bäume ausreißen. So wie du aussiehst, schaffst du nicht mal einen Bonsai. Was denn für eine Überraschung? Komm, sag schon. Ich habe mir überlegt, was hältst du davon, wenn ich, solange deine Buchhalterin krank ist, ihren Job mache? Habe ich das richtig verstanden? Du willst... Ja, die laufenden Rechnungen für dich erledigen. Ja, das ist ja... Natürlich bin ich einverstanden. Ich bring dir die Sachen nachher vorbei. Gut, dann fange ich heute Mittag nach der Fahrstunde damit an. Anstetten? Clarissa, wie geht's dir? Danke der Nachfrage. Es könnte nicht besser gehen. Wo steckst du eigentlich? Mal hier, mal dort. Wohin es eine Geschäftsfrau halt so verschlägt. Und wie geht es euch? Danke, soweit ganz gut. Na, das ist doch die Hauptsache. Was ich dich fragen wollte, ich habe gehört, dass Friedenau so gut wie verkauft ist. Stimmt das? Ich weiß zwar nicht, woher du das schon wieder weißt, aber es stimmt, ja. Wir haben einen Käufer gefunden. Und wie heißt der neue Schlossherr, wenn ich fragen darf? Peter de Meer. De Meer. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Naja, ist ja auch egal. Wie steht's mit den Hochzeitsvorbereitungen? Christoph und Tim haben sich darauf verständigt, dass die Hochzeit auf Friedenau stattfinden soll. Aha. Und was sagt diese de Meer dazu? Keine Ahnung, aber bis alle Formalitäten erledigt sind, gehört Friedenau ja noch Christoph und mir. Und bist du ganz sicher, dass Christoph den Verkauf auf keinen Fall mehr verhindern kann? Ausgeschlossen. Du hättest ihn mal sehen sollen. Christoph war am Boden zerstört. Vorsicht. Manchmal ist er ein ganz passabler Schauspieler. Oh ja, das kann schon sein. Und selbst wenn, die Verträge sind hieb- und stichfest und unterschrieben. Ja, wenn das so ist. Du, ich muss jetzt Schluss machen. Ein wichtiger Kunde wartet. Dann sehen wir uns auf Julias Hochzeit. Clarissa. Komisch. Also ich glaube, Susanne hat echt keine Zeit. Sie muss ihrem Vater helfen. In Mathe bist du vielleicht eine Leuchte, aber was Frauen angeht, sind Heiner nicht die Experten. Hey, was macht ihr denn hier? Hi. Ich dachte, ihr paukt Mathe. Haben wir auch, sind aber früher fertig geworden. Wir wollten nur fragen, ob du Bock hast auf eine kleine Spritztour. Ja, logisch. Auf was warten wir noch? Auf Heiner, der muss auch gleich hier sein. Ich will mich ja nicht in deine Planung einmischen, aber hattest du deinem Vater nicht versprochen, dass du ihm die Buchhaltung machst? Ach ja, aber wir machen ja bestimmt nicht so lang. Und sobald wir wieder zurück sind, setze ich mich dann dran. Aber du hattest ihm versprochen. Ich weiß, aber da wusste ich ja noch nicht, dass ihr hierher kommt. Am besten, ich rufe ihn von unterwegs aus an und sage ihm, dass es später wird. Ja, klar. Sophie ätzt mich voll an. Die Alte hätte mich gestern am liebsten zur Sau gemacht. Na komm, du hast sie doch absolut mega cool auflaufen lassen. Findest du? So dumm, wie die aus der Wäsche geguckt hat. Außerdem soll sie sich mal nicht so haben. Wenn du hier nicht wärst, hättet ihr hier mindestens einen Gast weniger. Dann gefällt dir Ramons Special Service. Ich fahr voll drauf ab. Hi Gina, ich habe schon auf dich gewartet. Soll ich dir helfen? Nein, danke. Das schaffe ich gerade noch alleine. Wie du willst. Und wie wär's mit dem Kaffee? Ich bringe erstmal so viele Sachen hoch, aber dann trinke ich gerne einen mit. Also wie gesagt, ohne dich wäre hier total tote Hose. Dabei kotzt mich dieser Job hier sowas von an. Warum schmeißt du ihn da nicht einfach? Würde ich ja. Aber dieser Scheißladen hier ist der ideale Absatzmarkt für meinen Folklore-Schmuck. Such dir doch eine andere Verkaufsmöglichkeit. Ein cleveres Kerlchen wie du findet bestimmt eine Lösung. Ich mache mir auch keine Sorgen um mich. Ich frage mich nur, wo du deine Freizeit verbringen willst, wenn ich weg bin. Ich bin sicher, da wird uns schon was einfallen. Ja. Hallo. Nein. Nicht geschafft. War so viel los in der Stadt? Oh, das kann man wohl sagen. Ist das alles für mich? Nee, ich habe gedacht, wenn ich schon mal in der Stadt bin, kann ich auch gleich ein paar Einkäufe für mich erledigen. Ich wusste gar nicht, dass du dich nass rasierst. Die sind doch für Ramon. Ah, kriegt er jetzt nicht mal mehr seine eigenen Einkäufe erledigt?
Jeder kann doch mal was vergessen. Ja, aber bei ihm kommt es leider ständig vor. Sophie, er hat's doch nicht mit Absicht getan. Das wäre ja auch noch schöner. Obwohl, dass er meine Gäste nicht anständig bedient und ihnen stattdessen lieber irgendwelche dämlichen Ketten andreht. Das war, glaube ich, kein Versehen. Am meisten regt mich auf, dass er dadurch Fionas Pächter vergrault hat. Es tut ihm doch sicher leid. Und mir erst. Und was willst du jetzt machen? Ich muss Fiona Bescheid sagen. Sofort? Nein, ich passe einen günstigen Augenblick bei Julias Hochzeit ab und dann bringe ich es ihr schon bei. Vielleicht haben wir ja bis dahin einen anderen Pächter gefunden und du musst ihr gar nichts sagen. Erfahren wird sie's eh. Dieser Jörg Metzger wollte sie nämlich anrufen. Mist. Ja. Am liebsten würde ich diesen aufgeblasenen lateinamerikanischen Gockel rausschmeißen. Und warum tust du es nicht? Ich würde auf die Schnelle eh keine andere Aushilfe finden für die paar Mark. Ich würde dir ja gerne so lange helfen, aber das und die Selbsthilfegruppe. Ich habe jetzt kaum noch Zeit für Ramon. Ist ja schon gut. Hat er denn überhaupt noch Zeit für dich? Ich sehe ihn in letzter Zeit immer mit dieser Jackie zusammen. Die hockt jetzt auch schon wieder unten rum. Na, dann wird wenigstens ein Gast ordentlich bedient. Ela, was machen Sie hier am Nachmittag? Ich habe heute Morgen meine Uni-Unterlagen liegen lassen. Wo ist denn Susanne? Sie ist sicher noch mit Heiner auf dem Motorrad unterwegs. Ah ja. Also ich gehe dann meine Sachen holen und bin gleich wieder weg. Ela, Ja? wissen Sie zufälligerweise, ob sich Susanne schon an die Buchhaltung gemacht hat? Die Buchhaltung. Ja. Keine Ahnung. Aber wenn Sie wollen, kann ich ja... Nein. Sie wird ja sicher bald kommen. Ja, wie Sie wollen, aber es macht mir echt nichts aus. Danke. Ich möchte nicht, dass Sie Susannes oder meinetwegen Studien vernachlässigen. Sie entschuldigen mich. Willst du nicht rangehen? Nein, ich kann gerade nicht. Ich habe alle Hände voll zu tun. Aha. Und wenn's wichtig ist? Ach was, das ist wieder irgendein reicher Spinner, der Friedenau kaufen will. Die rufen schon den ganzen Tag an. Das werden wir ja sehen. Anstetten? Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ja, schon seit ein paar Tagen. Nein, keine Ursachen. Ja, wieder. Na, habe ich dir nicht gesagt? Und das geht schon den ganzen Tag so? Seit dem Brunch. Vielleicht gebe ich morgen direkt ein Inserat auf, dass Friedenau verkauft ist. Dann haben wir endlich mal wieder unsere Ruhe. Das wirst du schön bleiben lassen. Wieso? Weil Lemaires Anzahlung immer noch aussteht. Wenn er doch noch einen Rückzieher machen sollte, verkaufe ich den Kasten einfach an jemand anderes. Denn Interessenten gibt es wie Sand am Meer. Ja, und letzten Endes hatten wir beide die Klausur doch noch bestanden. Obwohl ihr die ganze Nacht gefeiert habt. Ja. Aber wir hatten einen Kater beim Schreiben, ich sage dir. Ihr scheint ganz schöne Draufgänger gewesen zu sein, Peter und du. Wir sind beide durch dick und dünn gegangen. Auf Peter konnte man sich 100%ig verlassen. Einen besseren Strohmann hätten wir gar nicht finden können. Obwohl Tanja sich fürchtet, dass die ganze Sache auffliegen könnte. Wie denn? Ben kann Peter nicht kennen, weil ich ihn während meines Studienaufenthalts in England kennengelernt habe. Und was ist mit der Anzahlung? Ben scheint langsam nervös zu werden, weil das Geld noch nicht überwiesen ist. Ben hat mir versprochen, bis zur Hochzeit nichts zu unternehmen. Und nach der Hochzeit, ja, da können wir nur hoffen, dass George bald auftaucht und die Vorfälle von damals aufklärt. Und wenn die Suche nicht schnell genug geht? Ich habe doch einen Detektiv beauftragt. Der kann doch auch nicht hexen. Das ist richtig. Wir müssten etwas finden, wo Ben sich sicher fühlt und wir Zeit gewinnen. Da bleibt nur eine Möglichkeit. Ja, die mich nur mal so 200.000 Mark kosten wird, ne? Das ist deine Entscheidung. Und dein Geld. Mein Gott. Von wegen mir bei der Buchhaltung helfen. Mein
Fräulein Tochter. Treibt sich lieber mit ihrem Rocker herum. Nachts. Auf dem Motorrad. Brandner? Susanne? Na, du bist's. Nein, ich warte auf einen Anruf von Susanne. Nein, Ramon ist nicht da. Ich richte es ihm aus. Ja. Echt? Na, Logo. Hallo zusammen. Hey, du bist noch auf? Wie du siehst. Soll ich dir was zu trinken holen? Ja. Aber ich möchte noch was trinken auf meinem Zimmer. Die Kneipe ist doch schon längst geschlossen, oder? Naja, im Prinzip schon. Lass mal. Ich muss sowieso los. Ist ja auch schon spät. Eben. Und Ramon und ich, wir müssen morgen früh aufstehen. Müssen wir? Ja, du hast Frühschicht und ich muss zur Selbsthilfegruppe und anschließend zu Sam. Auch eine Art, seine Freizeit zu verbringen. Allemal besser, als immer hier rumzuhängen, oder? Wer weiß, vielleicht habe ich ja einen guten Grund. Den habe ich auch. Welchen denn? Nächstenliebe? Und wenn so wäre, ich wüsste nicht, was dich das angeht. Nichts. Ich liebe ja auch meinen Nächsten. Fragt sich nur, ob er dich liebt, dein Nächster. Bis morgen. Bis morgen. Und komm gut nach Haus. Die Kneipentür ist noch offen. Alles klar. Und träum was Schönes. Mach ich. Du scheinst ja mächtig Eindruck auf sie zu machen. Gina, du bist doch nicht etwa eifersüchtig. Hätte ich denn einen Grund dafür? Hey, du weißt doch ganz genau, dass du die Einzige in meinem Leben bist, meine kleine Gina. Sagst du es auch nicht nur so? Habe ich dich jemals belogen? Zumindest hast du dich noch nicht erwischen lassen. Na siehst du. So, Freunde der Nacht, bevor es mit Musik weitergeht, erstmal das. 0:30 Uhr, WDR Verkehrsstudio. Zurzeit liegt uns nur eine Meldung vor. In Köln ist die Rösrather Straße wegen eines Verkehrsunfalls auf Höhe der Friedensberger Straße für den Durchgangsverkehr bis auf weiteres gesperrt. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern weiterhin eine gute Fahrt. Tja, Leute, so schnell kann's gehen. Soweit wir informiert sind, sind ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin verunglückt. Tödlich verunglückt.